Hallöchen meine lieben Balkongartenfreunde. Ja, jetzt bin ich wieder mit neuen Videos am Start und heute stelle ich euch eine ganz besondere Pflanze vor. Für mich ist sie die Königin aller Pflanzen. Ich war gerade im Gartencenter und habe mir diese mexikanische Schönheit besorgt. Hierbei handelt es sich um eine echte Aloe Vera Pflanze. Die Aloe Vera barbadensis wird auch oft in der Naturheilkunde und Kosmetik verwendet und verschönert natürlich die eigenen vier Wände. Sie ist eine super Zimmerpflanze und später, wenn es warm wird, kommt sie auf meinem Balkon. Aber auch als Schlafzimmerpflanze ist sie super geeignet, da die Aloe Vera auch nachts für gute Luft sorgt. Zuerst möchte ich euch aber ein paar Tipps zur Pflege und Haltung geben und folgende Fragen beantworten. Welchen Standort bevorzugt die Aloe Vera Pflanze? Wie oft muss ich meine Aloe Vera Pflanze gießen? Welche Erde eignet sich am besten? Muss man Aloe Vera Pflanzen düngen? Ist die Aloe Vera Pflanze vielleicht giftig? Und viele weitere interessante Infos. Als Standort für die Aloe Vera würde ich ein helles, sonniges Plätzchen empfehlen. Bei kleinen Pflanzen eignet sich die Fensterbank sehr gut dafür. Prinzipiell müsst ihr aber auch bedenken, die Pflanze kommt aus einer Region, die sehr trocken und heiß ist. Das heißt natürlich, sobald es draußen warm wird, ab auf den Balkon oder die Terrasse. Hier bitte aber, wenn es geht, überdacht. Da kommen wir auch schon zum Thema Gießen. Zu nass sollte die Aloe Vera Pflanze nämlich nicht werden. Das ist sie aus ihrem Ursprungsland nicht gewohnt. Auch mit dem Gießen sollte man es nicht übertreiben, denn wenn sie feuchte Füße bzw. Wurzeln für längere Zeit bekommt, kann sie krank werden und absterben. Hier kann man sagen, besser zu wenig gießen wie zu viel, denn die Aloe Vera kommt auch mal mit einer Dürrezeit gut aus. Ich kontrolliere einmal pro Woche die Erde. Wenn diese richtig trocken ist, gieße ich nach. Hier sollte man in Kombination auch auf die richtige Erde Acht geben. Es genügt, wenn man eine normale Blumenerde mit Torf wählt. Torf ist darum wichtig, weil dieser die Feuchtigkeit nicht allzu lange speichert und schneller abtrocknet. Die optimale Erde für die Aloe Vera Pflanze ist aber sicherlich eine Kakteenerde bzw. ein Sukkulentensubstrat, welches ich euch auch unter dem Video verlinken werde. Kommen wir zum Punkt Umtopfen und Düngen. Mir wurde vom Gärtner empfohlen, die Pflanze eher in einem kleineren Topf zu lassen, weil dies wiederum den Vorteil hat, wenn nämlich weniger Erde vorhanden ist, dann kann sich weniger Feuchtigkeit um die Wurzeln bilden. Umtopfen muss man die Aloe Vera Pflanze am besten nur alle 1-2 Jahre. Ich habe sie jetzt erstmal in einen schönen Übertopf gegeben. Außerdem musste ich die Pflanze mit Bambusstäben etwas abstützen, wie man sehen kann. Die Menge vom Dünger hängt von der Größe der Pflanze ab. Optimal ist sicherlich ein Kakteendünger. Es tun aber auch normale Pflanzendünger. Dazu auch ein paar Empfehlungen in der Infobox. Jetzt kommen wir zur Frage, ist die Aloe Vera Pflanze eigentlich giftig? Im Blatt der Aloe Vera sind Saponinen enthalten. Diese sind sehr wohl schädlich. Bei Tieren wie etwa Katzen kann es zu Magenbeschwerden kommen oder sogar Lähmungen führen, wenn die Katze an den Aloe Vera Blättern leckt oder knabbert. Hunde werden wohl eher nicht auf die Idee kommen. Kinder sollten die grünen Blätter auch nicht essen, wobei ich glaube, dass der bittere Geschmack hier sehr abschreckend wirken sollte. Das Innere des Blattes der Aloe Vera, wo sich das weiße Gel befindet, ist aber nicht giftig und wird in unzähligen Kosmetikprodukten verwendet. Das Gel kann auch gegessen werden oder viel schmackhafter ist es wohl in einem Fruchtsmoothie. Das Aloe Vera Gel wirkt sich positiv auf Magen und Darm aus. Es kann entzündungshemmend wirken und die Magenschleimhaut regenerieren. Außerdem hilft das Gel sehr gut bei Hautproblemen und nach dem Sonnenbaden als Feuchtigkeitsspender. Wie kommt ihr an das Gel? Ja, es können einfach die Blätter von der Aloe Vera abgeknickt werden. Und keine Angst, das tut der Aloe Vera nicht weh. Sie bildet schnell eine Schutzschicht und trägt keinen weiteren Schaden davon. Jetzt schält man das Blatt und erhält dann das Gel. Wenn man nur ein Stück benötigt, kann der restliche Teil einfach im Kühlschrank gelagert werden. Übrigens, am meisten Wirkstoffe entfaltet die Pflanze nach ihrem 5. Lebensjahr oder sofern sie aus Stecklingen gezogen wurde,
ist sie auch schon in jüngeren Jahren wirksam. Fragt da einfach mal im Gartencenter nach. Zur Aloe Vera Pflanze könnte man noch einiges erzählen. Und es wird auch weitere Videos dazu geben. Aber aktuell habe ich auch einen sehr schönen Blogbeitrag auf meiner Webseite verfasst. Den könnt ihr auch mal anschauen. Ich kann euch nur sagen, kauft euch eine Aloe Vera. Sie sieht nicht nur toll aus, sondern hat es auch in sich. Ja, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte den Daumen nach oben nicht und das Abo dalassen. Zudem freue ich mich natürlich über Kommentare. Bis bald, euer Balkongärtner Christian. Ciao.